Ne, ich will jetzt von dir hören, was das ist. Okay. Okay, weil wir heute bei den Originalbikes sind. Ne? Originalbikes. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute Technik. Okay, weil wir heute bei den Originalbikes sind. Ne? Originalbikes. Oder bei Motorrädern, die ziemlich original aussehen, habe ich da noch so ein Schmuckstück. Das ist lange nichts mehr bei uns gewesen. Eins unserer ersten SWT-Umbauten. Rahmenverstärkung. Getunter 1000er Motor. Sieht aber aus wie original. Hier ist der UFO-Kotflügel schön integriert. Der Sonderserien-Kotflügel fällt an sich gar nicht auf. Und was ganz selten ist, ist die Doppelbremsscheibe vorne. Also das wird man draußen bei den G-S-Modellen nicht so oft sehen. Man kennt es noch von den BMW GS-Gabeln, dass man den zweiten Holm dupliziert hat. Und hier war es so, wenn man mal genau drauf zoomt, sieht man, dass die Radnabe geteilt ist und abgedreht ist. Siehst du den Schlitz? Den glänzenden? Ja, das haben nicht so viele gemacht bis jetzt, glaube ich, mir sicher zu sein. Ja, deswegen habe ich gedacht, das Motorrad wird nur gefahren. Man sieht es, das ist jetzt nicht eins der geputzten und schönen Bikes. Das wird benutzt und gefahren von seinem Besitzer. Und es war cool, dass das jetzt mal zum Kundendienst da war und wir es mal anschauen konnten. Ist auch Zucker gedrosselt. Wie am Führerschein. Jo. Viel mehr können wir damit heute nicht machen. Ne? Ich würde ja gern fahren, aber ich glaube, die zerlege ich mal, wenn wir draußen durch den Schnee fahren. Okay, wir waren bei der Weißen, bei der G-S. Das Motorrad ist zu uns gekommen. Guck mal da rein. Alter, was ist denn das? Erzähl mal. Das ist das Gewicht von der Kurbelwelle. Das war mal Anlasser. Alter. Den Kolben hat es auch erwischt. Alter. Und so ist das Motorrad bei mir aufgeschlagen. Mit den Deckeln drauf. Alter. Und dann hatte ich halt gedacht. Die Abdeckung, ne? Ja, dann hatte ich halt gedacht. Dann hatte ich halt einfach gedacht, den hat es den Anlasser zerworfen. Ne? Ja. Aber als ich den Anlasser dann quasi so rausgenommen habe, habe ich mir überlegt, was ist das? Und das ist einfach das Gewicht von der Kurbelwelle. Naja, und als wir dann dabei waren, findest du das zu laut? Ja, das ist laut. Als wir dann dabei waren, konnten wir halt das Motorrad neu herrichten, den Motor neu herrichten. Und wieder war eine kleine EXC-Fahrt, ne? Vom Konto. Ist echt übel, was das kostet, wenn du dann einen neuen Motor kaufst. Ja, wie schafft man denn das, dass da so ein Gewicht sich löst? Oh, das passiert öfters. Echt? Ja, die sind nur angenietet. Lass die Nieten mal locker werden. Was ich gehört habe, was ich aber nicht beweisen kann, ist, dass das oft passiert, wenn sie von 800 auf 1000 Kubik umgebaut sind. Ne? Ja, aber die Kurbelwellen, die 800 und die 1000er sind alle die gleichen. Deswegen kann ich diese Theorie nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe mit Mechanikern gesprochen, die nicht so jung sind wie ich und auch nichts mehr so gut aussehen. Und die haben dann alle gesagt, boah, hab ich schon gehabt, ja klar, gebrochene Kurbelwelle, kommt öfters mal vor. Ist die geschliffen? Nee, die Kurbelwelle nicht geschliffen, die war noch nicht bearbeitet. Die war auch nicht erleichtert. Einfach komplett sehr, ja. Wenn sie erleichtert gewesen wäre, hätten wir hier eine Schweißnaht gehabt, ne? Ja, dann wäre es nicht abgebrochen, ne? Ja. Krass. Wie viele Kilometer hat die drauf gehabt, weißt du? Die Maschine weiß keiner, aber 1981er Baujahr, da kannst du es nicht nachvollziehen. Der Tacho ist schon dreimal getauscht gegen einen anderen mit weniger Kilometern, ne? Und beim TÜV ist auch schon getürkt worden. Eigentlich müsste man die TÜV-Berichte addieren. Ja. 30.000 plus letztes Mal 40.000 plus 50.000 sind wir bei 180.000 so, ne? Ja, was willst du bei 40 Jahren, ne? Aber das hat mir noch im Video gefehlt und deswegen habe ich den Johannes nochmal herzitiert, dass wir das mit reinnehmen. Also wegen sowas ist das Motorrad nochmal zurückgekommen. Und was ich mit dem Motorblock mache, Was macht man damit? wegschmeißen. Ein Tisch. Ne, theoretisch könnte ich das ja zuschweißen, ne? Aber Ja, aber da ist ja alles kaputt. nö. Ist der nicht
Irgendwas verzogen oder so? Ach Quatsch, das könnte man mit Flüssigmetall ausschmieren, oder? Guck mal das Loch an. Ja. Machen wir so. Jetzt will ich keinem zu nahe drehen. Die Beschreibung war, ich bin gefahren und es hat Klick gemacht. Manuel, es hat so Klick gemacht und das Motorrad ist stehen geblieben. So Klick, Klick. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das so Klick gemacht dann war aus. Klick halt, ne? Scheiße. Vielleicht war das Klicken eher ein Wuff. Ja, gut, mit dem Helm und so, ne? Ja, da waren die Airdrops in der Ohren. Oder die AirPods, ja. Hörst du Oder nix? Airports heißen die, ne? Ja, AirPods, hast du nichts? Die waren in den Ohren, ja. Scheiße. Okay, schreibt was drunter, wenn ihr sowas auch schon mal gehabt habt, wenn ihr wisst, ob wir das mit Flüssigmetall kleben sollen oder mit Parex Super Ultra oder Uhu Extra. Klimaaktivistenkleber. Ja. Uhu Monoblock. Gibt es bestimmt speziell schon, ne? Ja. Die Boxer-Fraktion. Also ihr seht, es gibt nicht nur Umbauten, es gibt auch normale Motorräder. Und es gibt keinen Auspuff, der so hässlich ist wie der. So hart, oder? Aber schon geil, so eine Originale, oder? Das waren doch schöne Motorräder, wenn man das so sieht. Brauchst du noch ein Thumbnail? Nochmal? Okay, also heute 2 Bikes, die nicht so brutal umgebaut sind, aber sowas gibt es auch. Wer Fragen hat, wer was dazu schreiben will, schreibt es in die Kommentare. Wir sind bestrebt, das immer zu beantworten. Ansonsten abonniert unseren Kanal, macht die Glocke an, liked uns in Facebook, Instagram, TikTok oder wo auch sonst. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Manuel Schad von SOD Sports. Jetzt wär's cool so, wupp. Und das ist einfach das Gewicht von der Kurbelwelle. Naja.